Hallo ihr Lieben, die Lieblingsjacke meines Neffen ist leider insofern kaputt, als dass der Reißverschluss kaputt geht. Ne? Meistens bei Jacken ist das erste, was kaputt geht, ist der Reißverschluss, nicht irgendwie der Stoff. Wenn, dann geht mal eine Naht auf, die kann man auch schnell wieder schließen. Aber jedenfalls ist das seine Lieblingsjacke und jetzt ist hier hinten da so ein Stück abgebrochen und die geht immer wieder auf von unten. Und deshalb werde ich die austauschen. Für so einen Reißverschluss sollte man als erstes mal die Länge messen. Und dann braucht ihr einen teilbaren Reißverschluss. Und zwar einen einfach teilbaren, das heißt, dass er unten so ein Nupsi hat. Ansonsten könnt ihr natürlich auch einen Zwei-Wege-Reißverschluss nehmen. Der hat dann oben einen Zipper und unten einen Zipper. Das sind dann zwei Zipper, sodass ihr, wenn die Jacke zu ist, sie von unten öffnen könnt. Wenn euch das wichtig ist, müsstet ihr darauf achten, einen Zwei-Wege-Reißverschluss. Ansonsten reicht ein einfacher, teilbarer Reißverschluss. Ne, nicht teilbar geht, oh, der geht schon kaum noch runter. Nicht teilbar geht nicht, weil sonst muss man von oben in die Jacke reinsteigen. Ne, ist klar. Dann gibt es noch zum Beispiel Hosenreißverschlüsse. Die sind dann unten, haben die auch noch sowas. Das wäre jetzt nicht super schlimm. Die gibt es auch als teilbar. Ich weiß nicht genau, wofür die sind. Aber wäre auch nicht schlimm. Ihr müsstet sie dann eben so wegknicken beim Einnähen. Ansonsten haben die typischen Jackenreißverschlüsse aber unten solche Plastikdinger. Und zwar so. Ne? Dann sehen die unten so aus. Und nicht so. Seht ihr das? Das ist ein Hosenreißverschluss, glaube ich. Ja, also das ist auf jeden Fall ein Hosenreißverschluss. Wozu es den auch in teilbar gibt. Mit so unten bin ich mir gar nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall müsst ihr darauf achten, dass er unten so aussieht. Also das wäre einfach am praktischsten. Ansonsten müsst ihr das so umknicken und dann so einnähen. Das würde sicherlich auch gehen. Aber so ist am saubersten unten. Und so ist es typischerweise auch in Jacken drin. Ne, wenn man sich das hier so anguckt, das war auch so ein Reißverschluss. Okay. Dann achtet mal drauf, guckt mal in eure Jacken rein. Die meisten werden von YKK sein. Das ist einfach der größte deutsche Reißverschlusshersteller, soweit ich weiß. Das ist der mir am geläufigsten ist. Der macht richtig gute Reißverschlüsse. Wenn ihr also einen neuen nachkauft, achtet darauf, dass es ein guter ist, ein guter Hersteller, weil sonst habt ihr euch diese Arbeit mit der Jacke gemacht und dann geht der schnell wieder kaputt. Es gibt sicherlich auch gute No-Name, aber da müsst ihr richtig gut gucken. Wenn ihr YKK nehmt oder auch Prim, ist auch eine super Marke. Was die anbieten, kann man eigentlich auch ungesehen einfach kaufen. Die machen eigentlich nur gute Sachen. Ansonsten müsst ihr eben sehr viel mehr recherchieren, was da auch ein guter ist, der auch lange hält, weil ihr wollt ja dann auch wieder viel von der Jacke haben. Genau, ich habe also hier einen Reißverschluss da. Der, ne, sieht man, hat schon die richtige Länge soweit. Und deshalb kann ich jetzt mit dem nächsten Schritt anfangen. Und zwar der ungeliebteste Schritt tatsächlich. Und zwar das Nahtauftrennen. Wir wollen ja diese Reißverschlüsse, der muss raus. Und idealerweise an die gleiche Stelle muss der neue wieder rein. Also kommt unser schöner, geliebter Nahttrenner zum Einsatz. Mit einer Schere würde ich da jetzt nicht rangehen. Ne? Also ein Nahttrenner ist wirklich, wenn ihr anfangt mit Nähen, ist das mit die allererste Anschaffung, die ihr braucht. Also den werdet ihr so oft brauchen, das ist Grundausstattung. So, und dann fange ich hier oben einfach von einer sichtbaren Stelle an. Versuche mir hier so eine Masche hochzuheben unter das Näschen und dann da sie aufzutrennen. Und dann arbeite ich mich ein paar Maschen zur Seite vor. So, auch zur anderen Seite ein bisschen. Vielleicht ist das noch nicht mal, meistens ist so ein Reißverschluss mit mehreren Nähten eingenäht. Das wird nicht die einzige sein hier, aber es ist zumindest schon mal die offensichtliche und ganz offensichtlich ist da zwischen auch der Reißverschluss drin. Das ist hier die Gegennaht, die Unterseite. Das hier ist die Oberseite. Und wenn ich diese Naht trenne, habe ich auf jeden Fall schon mal den Reißverschluss dazwischen. Ne? Also die muss auf jeden Fall auf. Vielleicht verstecken sich da noch mehr Nähte drin. Das ist sogar wahrscheinlich. Müssen wir gleich mal gucken. Ich mache hier ein kleines Stückchen auf und ziehe immer mal so ein bisschen. Ich versuche die so auseinanderzuziehen. Und guck mal, ob das schon aufgeht, weil dann geht es ein bisschen leichter. Ich muss nicht wirklich jede einzelne Masche hier lang, sondern ich will mir hier erstmal so ein Stückchen öffnen, wo ich dann die Stofflagen voneinander trennen kann. So, und dann gucke ich nochmal. Da stelle ich, glaube ich, schon fest, dass da sich noch eine Naht versteckt. Das war nur die Absteppnaht. Da ist noch eine drin.
Wie komme ich an die jetzt ran? Vielleicht, indem ich das hier so ein bisschen auf Zug auseinanderziehe. Und dann versuche, mit dem Nahttrenner hier zwischenzukommen. Ich will wirklich nur die Maschen erwischen. Ich will keinen Stoff kaputt machen, ne? Also, ich ziehe das mit Gewalt so ein bisschen auseinander und versuche, ich sehe hier eine Masche und versuche dahinter zu kommen mit dem Nahttrenner. Wirklich nur hinter die Masche. So. Da seht ihr das? Auf meinem Nahttrenner liegen jetzt 2 Maschen drauf. Die haben offensichtlich da eine Stichlänge gewählt von vielleicht 1,5 Millimetern. Die hier oben waren deutlich weiter auseinander. Ne, die hier sind deutlich enger. Das kann sein, weil das ist ja auch die Naht, die das halten sollte. Das hier war ja nur eine Ziernaht. Das war ja nur die Absteppnaht. So, und dann durchtrennen. Dann gucken wir mal. Die nächsten gehen oft schon mal ein bisschen leichter, weil man jetzt hier da schon mal reingreifen kann. So, also auf jeden Fall sehe ich die jetzt hier schon ganz gut, die Maschen. So, mach die mal auf. Und zwar möglichst auf der gleichen Höhe, wo ich hier draußen auch die Naht geöffnet habe. Weil ich will das nachher alles so auseinanderziehen und mich dann nur noch vorarbeiten. Ja, und ihr müsst wirklich aufpassen, dass ihr hier keinen Stoff erwischt. Denn sonst lohnt sich auch das. Naja, man könnte es noch flicken, aber es wäre schon ärgerlich. Wenn man jetzt sich die Arbeit macht, um den Reißverschluss zu ersetzen. Und dann die Jacke selbst dabei zerstört. So, ich glaube, sogar das war noch nicht mal die letzte Naht. Ich glaube, da kommt sogar noch eine. Darunter ist noch eine. So, wenn man hier das Reißverschlussband, ne, das soll ja raus. Da macht's nichts, wenn ich da reingerate. Ja, das soll ja sowieso raus. Wäre nur doof, wenn ich jetzt hier dran ziehe und dann habe ich nichts mehr zum dran ziehen. Dafür brauche ich es schon noch. So, mal schauen. Ah, jetzt so langsam öffnet sich da was. Man kann auch, wenn man mutig ist, die Nase unten lassen vom Nahttrenner und dann so lang fahren. Aber da besteht eben auch die Gefahr, dass man dann den Stoff erwischt. So, da öffnet sich schon langsam ein Loch. Also habe ich hier wahrscheinlich 3 Nähte zu öffnen, wie es aussieht. So, je größer das wird, desto einfacher wird das auch. Am Anfang ist das mega fummelig, bis man da die ganzen Nähte überhaupt gefunden hat. Und dann kann man sich hier vorsichtig nach und nach vorarbeiten. Und ich glaube, dass man hier, da geht ja diese Naht auch durch. Dadurch trenne ich die automatisch auch mit auf. Ne, ich muss jetzt nur mich hier vorarbeiten, habe jetzt hier diese Nähte nebeneinander und kann hier einfach einmal durch die Maschen der parallelen Nähte, das sind 2 parallele Nähte, kann ich einfach durch beide gleichzeitig durchpieksen. Und dann wieder ein bisschen ziehen, dann öffnen sich wieder so 2, 3 Maschen von alleine und dann wieder hier lang. Das natürlich nur bei robustem Stoff. Ne? Ich habe jetzt hier eine Jacke, das ist eine Regenjacke, glaube ich. Da kann ich das machen. Wenn ihr jetzt eine Seidenbluse hättet, wobei die hätte wahrscheinlich keinen Reißverschluss drin, sondern Knöpfe, aber da würde ich dann eben nicht so dran ziehen. Ne? Das hängt wieder vom Material ab. So, und dann bin ich wieder ziehe, öffnen sich wieder 2, 3 Maschen. Und dann kann ich wieder, wenn ich ganz mutig bin, ne, kann ich hier einfach reingreifen, unten mit der Nadel, mit der Spitze, mit der Nase und dann da so lang fahren und dann ratsche so auf. So mutig bin ich gerade nicht und dadurch, dass das so eng hier alles ist, habe ich Angst, mir dabei dann eben in den Stoff zu schneiden. Das Nahtband wäre egal, das Reißverschlussband wäre egal, aber hier drüben, das wäre blöd. Ja, so, dann wieder ein bisschen ziehen und durch. Und so kommt man eigentlich relativ flink auch voran. Das geht ganz gut. Manchmal kann man auch einfach ratschen. Ja, wenn der Stoff robust genug ist und die Naht weich genug. Hier ist zum Beispiel wieder eine Verriegelungsstelle, da geht es nicht. Wenn ich jetzt hier brutal ziehe, dann reißt mir einfach auch der Stoff. Ne? Da muss ich hier dann doch nochmal durch. Hier war diese Naht und die wurde hier verriegelt, da quer rüber. Deswegen ist es hier gerade nochmal ein bisschen fummeliger, weil da die Maschen auch wieder enger sind. Ich will da gucken, dass ich nicht den Jackenstoff erwische. Mich wieder Masche für Masche vorarbeiten hier. So, jetzt muss ich natürlich diese Naht hier auch öffnen. Und zwar so weit, wie es auf dem
Reißverschlussband drauf ist. Die werde ich dann nachher auch wieder verriegeln müssen, dass die mir nicht weiter aufgeht. Ich glaube, jetzt bin ich da durch, aber jetzt kann ich nicht nochmal so aufratschen, weil das ja jetzt hier auch hält. Dann kann ich den Rest mich hier nur wieder langsam vorarbeiten, aber so viel ist es ja auch nicht mehr bis zum Reißverschlussende. So, hier wird es jetzt wieder ein bisschen fester, weil es da natürlich auch wieder verriegelt ist hier am Ende, ne? So, jetzt könnte man hier, dass das nicht alles auseinanderfällt, schon mal alles so wie es gehört, nochmal mit einer Nadel sichern. Dass ich nachher noch weiß, wo die ganzen Schichten hingehören. Nicht, dass die verschwinden, während ich hier oben den Reißverschluss raushole. So, ich piekse jetzt hier durch regendichtes Material. Ist vielleicht nicht so clever. Wer eine Klammer hat, kann auch die nehmen. Allerdings, ne, glaube ich, also wenn es so doll regnet, dass es durch die Löcher durchkommt, kommt es durch den Rest der Jacke auch durch. So, und seht ihr, so kann man dann den Reißverschluss schon direkt rausnehmen. Jetzt muss ich hier natürlich weiter nach oben. Gucken wir mal, ob das Ratschen. Ratsche, ratsche. Das geht gut. So, jetzt bin ich hier wieder an so einer Stelle, wo ich nicht mehr gut genug ziehen kann, weil es hier vernäht ist. Die will ich natürlich nicht aufmachen. Hier oben sieht man, ne, das Reißverschlussband, was ja auch dieses hier oben ist. Das werden wir nachher auch so wegknicken müssen, um es einzunähen. Und genau das ist auch hier passiert. Na, da ist dieses Reißverschlussband auch da, was sie auch weggeknickt haben dort. Vielleicht kann man auch hier zwischen, da ist es auch egal, wenn man den Stoff beschädigt. Ne, das ist auch gar nicht verkehrt. Wenn man zwischenschneidet, dann kann man auch ein bisschen daneben schneiden, ist auch egal. So, der ist raus. Super. Dann sichere ich mir auch hier oben mal noch die Schichten, bevor sie mir auseinanderrutschen und ich sie nicht wieder zusammenfinde. Weil noch hält diese alten Flusen, die halten das Ganze noch ein bisschen zusammen gerade. Und das finde ich auch gerade überhaupt nicht verkehrt. So. So, und dann muss hier nachher der neue Reißverschluss dazwischen. Hier von oben, genau. Das ist ja der Untertritt sozusagen. Bei einer Hose wäre das jetzt der Untertritt. Das ist das, ne, dass man sich nicht an der Haut lang schrabbelt mit dem Reißverschluss. Das heißt, hier vorne muss der rein. Als sie die Jacke das erste Mal genäht haben, hatten sie wahrscheinlich irgendwo eine Wendeöffnung. Und dann kann man eben erstmal die Schichten rechts auf rechts zusammennähen mit dem Reißverschluss dazwischen und dann wenden und dann nochmal absteppen. Die Möglichkeit haben wir jetzt hier nicht, weil wir die ja nachträglich einnähen. Und deshalb werden wir dann einfach direkt den Reißverschluss so da reinstecken, wie er nachher auch gehört. Und einfach mit 2 parallelen Nähten das Ganze sichern, weil nur eine Naht ist auch wieder ein bisschen riskant. Man könnte ja auch sagen, dass man nur die Absteppnaht nutzt, um den anzunähen. Aber das ist auch ein bisschen riskant, dass es dann ausreißt, dass irgendwo die Naht wieder aufgeht. Deswegen am besten einfach 2 parallele Nähte da lang setzen. So, dann, ich glaube, das reicht mir hier auch an Feststeckung. Also ich glaube hier mit den Nadeln, ich muss hier nichts sichern, weil das ist klar, wo das Zeug hinkommt. Ne, hier hält tatsächlich diese Naht das noch ein bisschen fest. Ne, wenn ich jetzt ziehe, geht es auch auf, aber so hat es noch die schöne Höhe. Vielleicht lasse ich das erstmal so und ziehe nachher nur die Fäden, die mich stören, am Ende raus. Man könnte das jetzt alles sauber machen, indem man das alles rauszieht, aber dann fehlt eben auch das letzte bisschen, was Dinge an Ort und Stelle hält. So, und hier drüben dann das gleiche Spiel. So, super, weg damit. So, den brauchen wir hoffentlich nicht mehr. Gut, hier sichere ich wieder die Schichten. Erstmal, bis sie dran sind, dass da nichts abhaut. So, ich glaube, das reicht schon. Was ist hiermit? Nee, da habe ich nichts verletzt. Weil die Naht ist entstanden, bevor der Reißverschluss eingenäht wurde. Deswegen ist die auch weiterhin fertig verriegelt.
Nur die hier haben sie ja erst gesetzt, nachdem der Reißverschluss eingenäht war. Das war dann deren Abschlussnaht und hat wahrscheinlich irgendwo eine Wendeöffnung geschlossen. So, dann müssen wir jetzt unseren Reißverschluss, der muss so rum da rein, öffnen. Und dann fangen wir oben und unten an. Der kommt so dazwischen, dahin wo der alte auch war, dass die Zähnchen nicht ganz an der Kante dran liegen, ne? Also das nicht so weit wie möglich rein, weil sonst hakt da nachher dann der Zipper fest, sondern so ein paar Millimeter Platz sollten da schon sein. So vielleicht. Man könnte das jetzt hier auch alles mit Klammern, ne? Weil das ja auch schon schön am Rand ist. Vielleicht mache ich das mal. So, dann fange ich hier oben als nächstes an. Diese Spitze, die klappe ich runter. Erstmal senkrecht runter und dann rüber. So, dann entsteht hier so eine Ecke. Und dann kann ich es bis unten hier reinschieben. Bis ganz oben an den Anschlag. Stecke mir das hier mit einer Nadel erstmal so fest, dass es mir nicht wegrutscht, während ich das da reinschiebe. Dann die Nadel stecke ich so rein, dass sie auch da die Diagonale festhält. So, dass sie hier von unten auch diese Ecke mit festhält. Hätte ich die jetzt nur hier oben, dann würde das hier auch rumflappen, ne? So. Da muss ich jetzt hier nicht so viele Sachen mit nur 2 Händen festhalten. Hier oben hält, glaube ich, sogar Klammer besser, weil es so dick ist. Da komme ich, glaube ich, gar nicht richtig durch mit einer Nadel. So. Oh, das wird mir doch unter der Maschine wegrutschen, oder? Eieiei. Das wird fummelig. Aber da werde ich auf jeden Fall von unten losnähen. Von hier. Was sowieso ja die natürlichere Richtung für die Maschine ist, weil dann dieses Material links liegt. Aber auch hier loszunähen wäre, glaube ich, eine absolute Katastrophe. Also so, und jetzt kann man gucken, dass man die restliche Strecke einfach schön verteilt. So, wieder schön straff ziehen. Na, und dann weiß ich, das da sollte passen. Dann muss ich es nur noch reinschieben, dass es auf der richtigen Höhe ist. Dass es einen richtigen Abstand zum Zähnchen hat. Nachher, so, den Reißverschluss mache ich ein bisschen höher, dass der mir nicht hier unten dann schon im Weg hängt. Ich brauche ja dann Platz, um den wegschieben zu können. So. Gut, und ich glaube, ab jetzt brauche ich auch diese Fussel hier nicht mehr. Die könnte ich also jetzt rausmachen. Wenn es euch egal ist, ist es euch auch egal, dann lasst sie drin. Man kann auch mal hier so eine Nadel zur Hilfe nehmen, wenn man nicht so gut rankommt. Ja, und dann so nach und nach die ganzen Fusselchen da rausfummeln. Wie gesagt, wenn man da Wert drauf legt, dass das im Endergebnis nachher dann so aussieht, als wäre da nie ein anderer Reißverschluss drin gewesen. Und natürlich, wenn man erstmal drüber genäht hat, wird es wieder sehr viel schwieriger, das alles rauszuziehen, weil man das ja dann wieder mit festnäht. Die unteren Fäden sind theoretisch egal, nur manchmal lassen die sich besser rausziehen als die oberen. Das muss man ein bisschen ausprobieren. Wichtig ist nachher, dass von oben nichts mehr zu sehen ist, weil selbst wenn da innen drin dann noch Fusseln sind, das ist ja auch egal. Solange sie dann auch nicht unter der Naht vorluken. Von unten müsste es sehr viel leichter gehen, weil ich ja von oben die Naht geöffnet habe und dadurch kann man hier eigentlich relativ gut einfach wirklich lange Strecken rausziehen. Da ist, ne? Das ist hier wieder unten. Und dann auch wieder so, dass da die Zähnchen noch ein bisschen Platz haben zum Rand. Na, hier unten könnte ich sogar einmal klammern. Ganz unten. Dann muss ich nicht hier durch diese Plastikbeschichtung. Da am Reißverschluss ist ja so eine Plastikbeschichtung. Ne, dann muss ich da nicht mit der Nadel durch. Ist auch nicht verkehrt. So, dann hier oben wieder das gleiche Spielchen. Nach hinten wegknicken. Und dann zur Seite weg.
Und dann mache ich auch hier die Nadel so da rein, dass es mir hinten das mit festhält, diese Ecke. Und ich habe es diesmal jetzt nicht ganz oben in der Kante, dann komme ich vielleicht hier besser rein. So, ich bin jetzt hier oben schön in der Ecke drin. Hier hinten muss ich jetzt gucken, dass mir das nicht wegrutscht. Na, jetzt habe ich ja noch eine Lage mehr, die ich koordinieren muss. Dass das hier gerade drauf liegt. Und dann das da reinstopfen. So, hier oben kann ich auch wieder eine Klammer draufsetzen. So. Und dann gucke ich jetzt nochmal, dass das hier auch wirklich alles gerade ist. Hier sehe ich ja noch, wo die Naht vorher war. Und da soll in etwa auch diese Naht hier wieder landen. So, und dann passt das ganz gut. So, dann kann ich ja fühlen. Von hinten kann ich fühlen, wo hier die Naht ist. Kann ich fühlen, dass das hier vorne drauf landet. Und dann das mit einer Nadel sichern. Ich könnte jetzt auch nochmal hier durchpieksen. Gucken, dass ich hinten auch da richtig schön auf der alten Naht lande sozusagen. Und dann durchpieksen. Ich muss mich natürlich entscheiden, von welcher Richtung ich nähen werde. Wahrscheinlich hier komme ich, glaube ich, relativ gut los mit dem Füßchen. Dann werde ich von hier losnähen. An diesen Zähnchen entlang. Und das heißt, im Zweifelsfall werde ich lieber hier hinten den Stoff etwas weiter in die Richtung schieben. Dass der auf jeden Fall mitgefasst ist. Von oben kann ich ja gucken, dass ich wirklich hier lang nähe, aber von unten muss ich im Zweifelsfall lieber das ein Stückchen zu weit drauf haben. So, und jetzt muss ich hier diese Strecke wieder irgendwie verteilen. Und hier ist ganz gut, dass mir jetzt hier dieser Faden noch da drin ist und diese zwei Schichten ein bisschen zusammenhält. Dadurch muss ich nur hier von oben gucken, dass ich da so auf der Naht lande. Mal gucken. Hier habe ich oben wieder durch die Naht durch. Ja, ist unten ein bisschen knapp. Gehe ich nochmal ein bisschen zurück. Oh, der ist irgendwie ein bisschen länger, wa? Der Reißverschluss als der alte. So, ich hoffe, dass sich das dann trotzdem gleichmäßig verteilt. So, naja, schauen wir mal, ob sich das richtig legt. So, jetzt gucke ich nochmal, ob das halbwegs gerade aussieht, dass der Reißverschluss auch halbwegs gerade auf der Blende ist und nicht da so, ne, die Blende so beult. Der Reißverschluss beult ein bisschen. Das liegt daran, dass er irgendwie doch eine Spur zu lang ist. Hier drüben hat es eigentlich sehr gut gepasst, fand ich. Ja, diese Seite ist irgendwie, ich hoffe, dass sich das verteilt. Vielleicht, wenn ich ein bisschen ziehe. Mal schauen. Ich werde natürlich auf jeden Fall 2 Nähte setzen, also nicht nur die da vorher war. Und parallel dazu auf jeden Fall nochmal eine. Die sollte dann spätestens auch alles erwischen, was hier hinten ist. So, ich glaube, hier wird es sich empfehlen, bei dieser Naht sehr langsam zu nähen. Und wirklich Schritt für Schritt alles sich schön vorsichtig zurechtzulegen, ganz gründlich. Und dann immer wieder zu korrigieren. Und dass man eben direkt mitkriegt, wenn irgendwo was schief wird. Kann man vielleicht nochmal ein paar Stiche zurück und nochmal gerade ziehen. Okay, dann gehe ich mal an die Nähmaschine und werde mich ganz langsam vortasten. Und dann sehen wir uns wieder. Also, als erstes habe ich auf jeder Seite einmal nach unten genäht. Ja, so von oben nach unten und mit dem Reißverschlussfüßchen hier an der Kante entlang genäht. Einfach mit einem Standardstich, also Standardgradstich auf Standardstichlänge, was bei mir eine 2,5 ist. Und genau, einfach von oben nach unten. Und auf der anderen Seite auch. Ich wollte nämlich als erstes sicher gehen, dass es dann auch passt. Bevor ich hier eine zweite Naht daneben setze und das hier auch noch sichere, wollte ich wissen, dass der Reißverschluss auch zugeht. Ne? Weil sonst hätte ich jetzt wieder mehrere Nähte öffnen müssen. Und dann habe ich also erstmal getestet, dass es hier reingeht und dass es zugeht. Ne? Es hat sich auch erstaunlich
schön, also vorhin, der Reißverschluss, der war ja wirklich irgendwie viel zu groß, ne? Der hat sich ja gewellt wie nix. Und hier, jetzt im Fertigen, passt der genau rein. Ne? Also das passt wirklich sehr gut. Genau, ich habe den Obertransport benutzt, einfach weil ich ansonsten hier oben schon gar nicht richtig loskam. Also der Fuß, also besser war es sowieso ein bisschen weiter drauf anzufangen und dann erstmal ein paar Schrittstiche vor, dann zurückzunähen, so weit er kommt und dann wieder vorwärts. Und ohne Obertransport, der hat das dann eben einfach schön schnell gegriffen, um es weiterzuziehen. Ich glaube, mitten drauf wäre es egal gewesen. Aber so hatte ich den Obertransport jetzt an. Ich habe ein möglichst passendes Garn gesucht. Das ist natürlich hier ein bisschen zu dunkel. Also ich meine, bei 2 verschiedenen Farben kannst du nicht viel machen, ne? Und dann, nachdem ich festgestellt habe, dass das passt, dass das schließt, dass das so in Ordnung ist, habe ich dann erstmal diese Nähte gesichert. Da habe ich auch auf dem Material angefangen und bin Richtung Reißverschluss genäht. Das hier ist mein Reißverschlussfuß. Und der ist ja hier hinten sehr lang. Und wenn dann hier noch der Obertransport dran ist, der ist es ja so tief. Und dann käme ich, wenn ich hier losnähen will und in die Richtung nähen will, dann, ne, wenn hier der Obertransport noch ist, dann kann ich ja hier erst losnähen. Und dann ist die Nadel hier. Wenn ich losnähen kann und nicht hier hinten. Ich will ja hier hinten nähen. Wenn ich andersrum nähe, wenn ich hier mitten drauf losnähe und dann rannähe, dann kann ich mit dem, der Reißverschlussfuß geht ja auch noch vorne so hoch. Ich weiß nicht, ob das alle tun. Ich glaube, mein Alter war nicht ganz so hoch. Das hat mich auch am Anfang gestört bei dem hier tatsächlich, weil ich das dann so ungenau finde. Dafür rutscht er aber schön. Man kann ihn ganz gut am Reißverschluss lang führen und der rutscht, also versuchen quasi über den Reißverschluss drüber nähen zu wollen. Und das tut er dann eben nicht, sondern rutscht eben an den Zähnchen lang. Das geht eigentlich ganz gut mit dem. Und hier ist eben auch der Vorteil, ich kann wirklich bis an die Zähnchen rannähen. Also wenn, hier ist ja die Nadel, ne? Das ist die Nadelhöhe. Und ich kann dann wirklich, ich konnte da immer durchs Loch gucken, da ist meine Naht. Dann konnte ich wirklich bis hier vornähen und dann wieder zurück. Man sieht ja, bis wohin die Nadel gekommen ist, ne? Und andersrum wäre das einfach nicht gegangen, weil das zu dick war nach hinten. So, genau, deshalb muss man aber gucken, wie rum man anfängt zu nähen. Hier oben bin ich auch nicht bis zum Ende gekommen. Das Ding, das war mir einfach viel zu fummelig, das wollte ich jetzt per Hand nochmal. Bei der zweiten Naht habe ich es tatsächlich auch einfach zur Seite geklappt. Das dann die zweite Naht gesetzt. Die habe ich quasi immer in die andere Richtung gedreht. Also ich hatte die Nadel auf der rechten Seite. Hier am Füßchen. Habe da entlang genäht. Und dann habe ich die Jacke umgedreht und dann die Nadelposition dort belassen. Und dadurch bin ich hier dann wirklich an den Zähnchen lang gerutscht. Und die Nadel ist immer rechts von der Lücke eingestochen. So. Muss man nicht so machen. Ich wollte irgendwie, ja, in beiden Fällen einmal auf der anderen Seite losnähen. Und hier oben wollte ich jetzt noch mit ein paar Handstichen das Ganze sichern. So, fertig ist die neue Regenjacke. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt ein bisschen was gelernt vielleicht, wie ihr es bei euch machen könnt. Ich finde, das Ergebnis ist richtig schön geworden. Ich hoffe, er freut sich darüber, dass er endlich seine Lieblingsjacke wieder hat und nicht ständig der Reißverschluss kaputt geht und aufgeht. Wenn es euch gefallen hat und ihr ein bisschen was mitnehmen konntet, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Das würde mich super freuen. Und abonniert den Kanal, dann verpasst ihr nichts Neues aus der Nähen und selber machen Ecke. Und auf diesem Kanal stehe ich dafür, alles passgenau zu machen. Wir finden Lösungen für jede Nische, für jedes Problem, das wir haben könnten, finden wir eine Lösung, die genau für uns passt. Und deshalb abonniert den Kanal, seid gespannt, was als nächstes kommt. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Tschüss!